30. März 2019. Und wir waren live im Kirumba-Stadion in Mwanza dabei, als Yanga Dar es Salaam nach einem spannenden Elfmeterschießen Alliance Mwanza geschlagen hat. Und irgendwie war das echt passend, weil auch für uns Dar es Salaam über Mwanza gesiegt hatte. Wir wollten nämlich den Zug nehmen. Von Mwanza nach Dar es Salaam, an die Küste Tansanias. Das ist auf jeden Fall einfacher gesagt als getan, weil einem nämlich niemand so richtig Auskunft darüber geben kann, wann der nächste Zug fährt. Also sind wir einfach jeden Tag zum Bahnhof gefahren und haben gefragt, ob es irgendwas Neues gibt. Wir sind mal wieder auf dem Weg zum Bahnhof. Genau wie schon die 2 Tage davor und auch die nächsten 3 Tage. Aber unsere Geduld hat sich irgendwann ausgezahlt. Eines Tages war es dann soweit, dass wir immerhin unsere Reisepässe ins Büro geben und auf die Passagierliste gesetzt werden durften. Und unsere Wartezeit in Mwanza war sowieso alles andere als langweilig. Wir hatten in kürzester Zeit mal wieder jede Menge Leute kennengelernt, mit denen wir etwas unternehmen konnten. Zum Beispiel Steve, einen ziemlich coolen Kanadier, der nach Tansania ausgewandert ist und hier Kinder adoptiert hat, mit denen wir Heuschrecken gegessen haben. The grasshopper? For you. And one for Magda. One grasshopper for me. Oder eine Gruppe junger deutscher Ärzte, mit denen ich auf Safari in der Serengeti gewesen bin und mit denen wir zusammen später noch die Casinos von Mwanza unsicher gemacht haben. Und dann gab es dann noch die berühmte Quidditch-Mannschaft von Mwanza, die trotz der Regenzeit fleißig trainiert hat. Die Quidditch-Mannschaft von Tansania rennt zum Training. Kleiner Scherz natürlich, das waren nur die Straßenarbeiter. Kein Scherz dagegen war, dass die Leute die verrücktesten Sachen als Gepäckstücke aufgegeben haben. Und dass wir tatsächlich kurze Zeit später ein Ticket für unsere Doppelkabine in der Hand hatten. Die Fahrräder mussten im Cargowagen mitfahren und unsere ganzen Taschen sind mit in die Kabine gekommen. Und dann ging es ziemlich pünktlich los. Bye bye, Mwanza! Bye bye. See you. See you, or maybe not. Auf jeden Fall sind wir Musungus jetzt erstmal davon geflitzt.
45 Stunden hat die Zugfahrt insgesamt gedauert. Aber wie ihr hier sehen könnt, konnte man zwischendrin auch oft aussteigen. Sobald der Zug ankommt, verwandeln sich viele Bahnhöfe direkt in Märkte. Und ganz oft werden einem die Waren auch direkt am Fenster angeboten. So, hier wird jetzt alles Mögliche verkauft. Die Leute kommen und rufen, was sie haben, und dann kann man es durchs Zugfenster kaufen. Und am zweiten Tag der Reise wurde sogar ein Speisewaggon an den Zug angekoppelt. Jetzt fährt der Zug rückwärts. Und das hier war die Küche vom Zugrestaurant. Mal aus dem Zugrestaurant, und es schwankt ganz schön hier. Schmeckt es so gut, wie es aussieht? Ja. Geil. Und meine Topfuntersetzer werden auch langsam wieder besser. Topfuntersetzer aus Kronkorken und afrikanischen Stoffen zu nähen. Das war eine von vielen Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir uns ausgedacht haben, um bei einer so langen Zugfahrt nicht vollkommen durchzudrehen. Aber ganz ließ sich das natürlich trotzdem nicht vermeiden. Nach 2 Tagen zu zweit auf 2,5 Quadratmetern muss man irgendwann verrückt werden. Morgen. Ich sehe deinen Kopf nicht. So, und jetzt wieder zurück zum Ernst des Lebens. Wir zeigen euch noch ein bisschen was vom Zug. Das hier war zum Beispiel der Waggon, in dem unser Abteil untergebracht war. Und so sah es im Speisewaggon aus. Von dem habt ihr bisher ja nur die Küche und das Essen gesehen. Und natürlich konnte man die Speisen nicht nur erwerben, sondern später auch wieder loswerden. So, hier ist das Kino. Und das ist einfach nur ein Loch. Das heißt, wenn man pinkelt, dann pinkelt man direkt auf die Schiene. Und wenn der Zug fährt, dann ist meistens die Tür offen. So wie hier. Hallo Magda. Der steht doch da. Und je näher wir nach Dar es Salaam gekommen sind, desto besser haben wir gesehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Der Plan war nämlich, mit dem Zug durch die Regenzeit durchzufahren. Und der Regen war für uns eine echt willkommene Abkühlung, weil der Ventilator nämlich meistens nicht funktioniert hat und wir uns die Seele aus dem Leib geschwitzt haben. Ich schwitze, mir ist heiß und ich kann mich nicht weiter ausziehen, weil ich sonst lauter Leute sehen. Die letzten 10 Stunden im Zug gingen trotzdem irgendwie erstaunlich schnell vorbei. Und zack, waren wir, und zum Glück auch die Räder, gesund und munter in Dar es Salaam angekommen. Und in Dar es Salaam haben wir schon nach wenigen Kilometern direkt unfreiwillig die erste Dusche bekommen. Regen. Und wenig später gab es dann die zweite, diesmal freiwillige Dusche. In einem Pool mitten in der City.